Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und der Sommer rückt immer näher. Im letzten Video haben wir schon ein schönes Top in dem Stoff genäht, ohne Schnittmuster. Und jetzt kommt auch noch die passende Hose dazu, die auch super easy ist, für Anfängerinnen geeignet und ohne Schnittmuster nähen kann. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Als Vorlage nehmen wir eine Hose, die wir schon haben. Und dann breiten wir erstmal unseren Stoff doppelt aus. So. Und zwar nehmen wir eine Hose unserer Wahl. Legen wir so drauf. Hier. Und da ist wichtig, dass wir die Schrittnaht ganz rausholen. Also den Schritt sozusagen, den müssen wir rausholen. Hier. Und am besten auch den Bund dehnen, damit wir wissen, wie breit die Hose sein muss. Und dann, wenn ihr sie breiter haben wollt oder so, dann fügt ihr noch hier Länge hinzu. Ich füge hier jeweils noch ein bisschen was dazu, weil wir das ja umschlagen. Ich würde sagen einmal 3 und einmal 1, also 4 cm. Dann hier Nahtzugabe und hier, ich mache den Bund in einem, also Hose und Bund. Deswegen addiere ich hier nochmal die Gummihöhe, also 3 cm ist das Gummi. Also mache ich so 3,5 cm plus 1 cm, 4,5 oder 5 cm on top. Genau, und hier auch nochmal Nahtzugabe. Aber ich zeichne das jetzt hier mal auf. So. Nicht wahr? 4. Dann mache ich sie mal ein bisschen länger noch. Dann mache ich hier und da, wie gesagt, schön gucken, weil hinten ist es auch ein bisschen anders als vorne. Schön rausziehen. Und dann, was habe ich gesagt? 3 einmal einschlagen sind 4, 4,5. Ich hoffe, ihr seht das jetzt so ein bisschen. Schwierig, ne? Aber ganz fein. Das schneide ich jetzt auf jeden Fall aus. Und dann mache ich noch das Vorderteil und passe es genauso ab. Und das sind dann eigentlich auch schon alle Teile, die wir brauchen. Jetzt schauen wir uns noch an, ob das vordere groß anders ist. Wir gleichen das ab. Ja, es ist anders. Und zwar können wir da zwar wieder die Länge nehmen, aber der Bogen ist kürzer. Also können wir es hier abschneiden. Okay? Ich nehme jetzt aber trotzdem das als Vorlage. So. Ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen hoch. Vielleicht kürze ich sie nochmal hier in der Höhe. Aber das teste ich gleich angezogen. Weil die ich als Vorlage nehme, die Hose, die ist schon auch sehr hoch. So. Dann mache ich jetzt hier runter einfach. Das ist kürzer. Und dann, das Wichtigste ist einfach nur, dass der Taillenumfang über eure Hüfte geht von der Hose. Also der Bund, das ist hinten, das ist vorne. Und dann gehen wir zur Nähmaschine. Und jetzt nähen wir, ich halte es mal ganz kurz hin, sieht schon sehr hoch aus, aber wenn wir es einmal so machen, dann ist sie hier oben. Sie eigentlich ganz gut in der Taille. Also finde ich gar nicht so schlimm. Gut, dann schließen wir jetzt hier die Naht und die Naht zuerst.
In der Rundung könnt ihr langsam nähen, damit sich keine Falten legen. Und schön verriegeln. Und das könnt ihr jetzt schön mit einem Zickzackstich hier versäubern. Es ist versäubert und dann klappt ihr die auf und näht die Seitennähte von den Beinen zusammen. Da könnt ihr einfach gerade runter nähen, auch wieder vorne verriegeln. Und wenn die Naht fertig ist, auch wieder mit einem Zickzackstich versäubern oder einer Overlock. Das versäubere ich jetzt. Ich zeige euch das Versäubern jetzt einfach mal. Und dann ist eigentlich auch nur noch hier die Schrittnaht dran. Die schließt ihr. Und dann kümmern wir uns um den Bund und den Saum unten. Die schließen und auch wieder versäubern. Dann versäubern. Ich bin jetzt hier ein bisschen in Zeitnot, weil mein Zug geht gleich, aber ich nehme die Hose mit und dann zeige ich euch, wie ich den Bund und unten die Hosenbeine noch nähe. Das geht auch super fix, ist nicht zu wundern, es gibt einfach gleich nur einen Ortswechsel. Wie gesagt, ich bin jetzt in der Heimat und ich habe meine alte Nähmaschine ausgepackt, auf der ich nähen gelernt habe. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass sie nicht mehr funktioniert, aber ich habe sie gerade ausprobiert und sie funktioniert einwandfrei. Und ich würde sagen, wir machen da weiter mit der Hose, wo wir aufgehört haben. Nicht irritieren lassen, ich habe nämlich schon gebügelt. Wir gehen jetzt weiter, nachdem wir alles zusammengenäht haben, zum Bund. Und zwar habe ich den Bund einfach schon mal umgebügelt. Ich habe hierfür erstmal 1 Zentimeter umgebügelt und dann die Breite nehmt ihr dann von eurem Gummiband und lasst ein bisschen Platz übrig. Ich habe jetzt hier ein bisschen zu viel, aber werde dann hier knappkantig absteppen. Und ganz wichtig hierbei ist, dass wir eine Öffnung lassen, mindestens ja eine Breite vom Gummiband, damit wir das nämlich einfädeln können. Ich würde sagen, wir nähen jetzt einfach mal den Bund schön oder steppen ihn ab. Ich habe verriegelt.
Dann schneiden wir den Faden jetzt mal schön ab. Perfekt, hier ist die Öffnung. Und dann nehmen wir uns das Gummi. Ich nehme hier das Gummi und messe einmal ab. Macht die dann ohne Hose. Okay. Dann schneidet ihr das ab. Und dann fädeln wir das hier ein. Ihr nehmt euch jetzt eine Sicherheitsnadel, damit geht das alles einfacher. Und dann geht ihr in diese Öffnung rein und fädelt euer Gummi durch. Bis zur anderen Seite. Wichtig hierbei, dass sich das nicht dreht. Was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr das irgendwie fixiert, damit das nicht reinrutscht. Müsst ihr aber nicht. Aber ist natürlich ärgerlich, falls es reinrutschen sollte. Ich habe es jetzt einfach hier an der Nahtzugabe fixiert. So. Jetzt ist alles eingefädelt. Oder wie sagt man, durchgefädelt. Und hier ist das Ende des Gummibands. Das habe ich jetzt hier schon so zusammengelegt. Und dann näht ihr mit einem Zickzackstich einfach das so zu, ein bisschen vor und zurück, um das zu fixieren. Das sieht dann in etwa so aus. Und dann flutscht das Ganze hier rein. Mehr oder weniger. So, und dann könnt ihr das hier noch schließen. Aufpassen, dass ihr das Gummi hier nicht mitnäht. Das ist der beste Beweis, dass es echt auf Anfängermaschinen funktioniert. So. Tada, der Bund ist fertig. Und jetzt tragen wir das mal ein bisschen hier. Und dann kommen wir zu den Hosenbeinen. Und die habe ich auch so wieder gebügelt vorhin. 1 cm und dann 2 cm. Und da nähen wir jetzt auch genauso lang. Und dann sind wir auch schon fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein Label von euch einnähen. Aber ja,